Du musst aufhören zu warten. Niemand kommt und sagt dir, dass du jetzt bereit bist. Das hätte mir mal jemand sagen sollen. Das hätte ich gebraucht. Schon vor, keine Ahnung, vor ein paar Jahren. Lass uns anfangen, anzufangen. Ja, womit eigentlich? Als Künstler ist es wichtig, dass wir uns zeigen. Tatsächlich. Oder dass wir unsere Arbeit zeigen. Logisch. Ja, aber ich bin introvertiert und ich habe keinen Bock und man kann sich auch anders zeigen. Man muss jetzt nicht so wie ich in die Kamera quatschen. Man kann sich auch selbst filmen und einfach beim Arbeiten zeigen. Dazu einen Text schreiben oder ein Voice-Over machen. Es gibt ja heute viele Möglichkeiten, wie man sich zeigen kann. Und es ist tatsächlich so, dass wir prinzipiell als Künstler, es ist meine Meinung, wir haben tatsächlich keine Wahl. Wir müssen uns zeigen. Ja, müssen, okay. Wir sollten uns zeigen. Ich gehöre auch zu denen, die das eher weniger gemacht haben in letzter Zeit oder auch in den letzten Jahren. Ich dachte immer, meine Kunst spricht für sich, meine Arbeiten sprechen für sich. Aber bei Instagram sieht man es relativ gut, dass das reine Posten von Tätowierungen und Zeichnungen nicht wirklich was bringt. Und sind wir ganz ehrlich, wenn ich durch Instagram scrolle, geht es mir ganz genauso. Mich interessieren eigentlich die Arbeiten der Leute, denen ich folge, schon, aber nicht mehr so wirklich, weil ich weiß, was sie tun. Ich weiß, wie die Sachen aussehen. Ich freue mich drüber, wenn ich ein neues Bild sehe, eine neue Tätowierung von jemandem. Aber ich frage mich oft, wer bist du eigentlich auf der anderen Seite vom Smartphone? Was interessiert dich? Was lässt dich lachen? Was lässt dich weinen? Super theatralisch. Nein, aber prinzipiell ist es so. Wer ist die andere Person? Oder wer ist die Person auf der anderen Seite? Und wenn ich mich selbst das frage, könnte es vielleicht sein, dass andere sich das über mich fragen? Ich denke, dass es wichtig ist, sich zu zeigen, damit wir connecten. Damit wir, wie sagt man das auf Deutsch, eine Verbindung schaffen können. Und ich habe oft das Gefühl, dass ich zum Beispiel den Leuten, denen ich folge, dass ich da gar keine wirkliche Verbindung sehe. Und ich meine jetzt eine Verbindung im Sinne von, der oder die hat diese und jene Einstellung oder da sind wir auf gleicher Ebene. Das interessiert die Person auch, finde ich cool. Deswegen kaufe ich von dem oder der dann das T-Shirt oder das Bild. Oder ich gehe deswegen zu dieser Person zum Tätowieren. Und ja, wir leben in einer Zeit, in der so vieles möglich ist. Aber oft ist es so, dass wir wenig möglich machen. Und ich gehöre definitiv auch dazu. Ich brauche unglaublich lange, bis ich verstehe, wie man sich zeigen sollte als Künstler. Dabei gibt es so viele gute Künstler, die es einem vormachen, die präsent sind im Internet, die sich zeigen, wo die Volane, eine Künstlerin, Maris Rauch heißt sie, Volane Art, die hat auch verschiedene Kanäle, Instagram, YouTube, TikTok oder so. Und sie zeigt sich. Sie sagt, dass, ich weiß nicht, von all dem, was sie macht, sind irgendwie, ich hau jetzt einfach eine Zahl raus. 80% ist sich zeigen und Marketing und 20% ist das eigentliche Bilderzeichnen. Und das ist schon krass. Und die Frau hat einen guten Output, was Bilder angeht. Also, die macht auf jeden Fall was richtig.
Und ich denke, da kann man sich gut eine Scheibe von abschneiden als Künstler. Die Frage ist, warum macht man es nicht? Man traut sich nicht. Man hat Angst davor, was passiert. Angst vor Ablehnung, Angst vor Erfolg. Kann auch sein. Aber es nützt alles nichts. Denn wenn man mit seiner Kunst und mit seinem kreativen Schaffen Geld verdienen will, wird dir nichts anderes übrig bleiben, als dich zu zeigen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Wege, sich zu zeigen. Nicht jeder muss in die Kamera reden. Es kann sich, wie gesagt, filmen und auch was dazu schreiben. Man kann auch Schrift in Videos auftauchen lassen. Das ist Arbeit. Und man scheut vielleicht auch die Arbeit und denkt sich, also mir ging es oft so, ich denke, warum soll ich die ganze Arbeit da reinstecken? Und am Ende bringt es nichts. Hätte ich lieber ein Bild gezeichnet. Aber ich will ja meine Bilder auch verkaufen. Ich will auch meine Tätowierung verkaufen, das ist Quatsch, aber anbieten. Meine Dienstleistung als Tätowierer. Meine Kunstdienstleistung. Also lasst uns anfangen. Ich mache es jetzt mehr. Ich werde mich mehr zeigen. Ich werde mehr meine Arbeit zeigen. Und versuchen, die Leute, die das, was ich mache, was denen gefällt. Ich versuche, die Leute, die mir eh schon folgen und denen gefällt, was ich mache, noch mehr mitzunehmen auf die Reise. Auf meine Reise in meinem Leben als Kreativer, als Schaffender. Macht es auch.